Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir auf diesem Kanal. Wer sich mit dem Titel genauer auskennt, der weiß, um welche Person es heute in meinem Video geht. Und zwar seht ihr sie da hinter mir an der Wand, an meiner Wohnzimmerwand. Es geht um niemand Geringeren als Taylor Swift, die mich schon seit 13 Jahren in meinem Leben begleitet. Und das ist genau der Grund, wieso ich euch heute meine Geschichte erzähle, wie ich ein Swiftie wurde. Weil ich bin jetzt schon 13 Jahre bei ihr und es hat einfach mein Leben komplett verändert. Ich bin in der besten Fandom der Welt gelandet. Die Community ist super cool, super lieb. Ich liebe euch. Inwiefern das mein Leben verändert hat, kommen wir gleich zu. Ich möchte euch erstmal erzählen, wie es überhaupt dazu kam, dass ich ein Swiftie geworden bin. Das Ganze begann vor etwas mehr als 13 Jahren. Also hatte ich im September 2009 eine schwere Skoliose-OP und im März 2009, also circa ein halbes Jahr vorher, fand ich dann Taylor Swift, indem ich auf YouTube nach einem Musikvideo von Hilary Duff gesucht habe, von der ich zu der Zeit auch sehr großer Fan war. Und natürlich es immer noch bin, aber meine Liebe zu Taylor ist etwas größer geworden in der Zeit. Naja, auf jeden Fall habe ich dann nach diesem Video gesucht und fand dann in der Seitenleiste, also in der Sidebar von YouTube unter den Vorschlägen, Taylors neuestes Musikvideo Love Story. Und während ich dieses Musikvideo angeschaut habe, wusste ich bereits, dass sich mein Leben von nun an komplett verändern würde. Ich hätte damals auch noch nicht gedacht, dass sie mein Leben und die Community so stark verändern würde, dass ich bis heute sie an meiner Wand hängen hab. Und sie hängt nicht umsonst da. Sie hat mir 13 Jahre meines Lebens immer wieder klar gemacht, wie wichtig es ist, an sich selbst und seine eigenen Träume zu glauben. Und das war gerade für mich als Rollstuhlfahrerin ein sehr wichtiger Standpunkt, weil ich einfach auch Zeiten in meinem Leben hatte, wo ich nicht wusste, wo geht die Reise hin mit mir, wie finde ich Motivation, und am schlimmsten Punkt meines Lebens traf ich sie und bin mit ihr aufgewachsen, und das ist eine Geschichte, auf die ich sehr, sehr stolz bin, und deshalb hängt sie heute immer noch da an der Wand. Das kann einfach nicht wirklich jeder von sich behaupten, dass er so lange von irgendetwas Fan ist, und das ist etwas ganz Besonderes für mich. Wenn jetzt ein neues Album rauskommt am 21. Oktober, ist es soweit, da kommt Midnights von Taylor Swift raus, dass wir dann vorher alle nach Easter Eggs suchen. Der ein oder andere ist besser darin, ich sollte es lieber lassen, weil ich einfach in puncto Easter Eggs nicht gut bin, obwohl ich einen Taylor Swift Song innerhalb von 2 Sekunden erkenne. Aber Easter Eggs, da verlässt's mich einfach. Und
Da können auch die anderen Swifties stolz drauf sein, die darin besser sind. Dann hatte ich diese Operation und wusste, sie steht mir bevor und ich wollte eigentlich nichts anderes als wieder einen geraden Körper haben. Ein Körper, eine Wirbelsäule ohne Skoliose und ich wollte das unbedingt durchstehen und dann fand ich Taylor Swift genau zum richtigen Zeitpunkt, weil sie mir einfach durch diese schwere Phase mit ihrer Musik geholfen hat. Und das war so das Wichtigste, was man eigentlich aus dieser Geschichte mitnehmen kann, weil es tatsächlich auch Menschen gibt, die diese Motivation in ihrem Leben brauchen. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass sie genau zum richtigen Zeitpunkt in mein Leben gekommen ist. Und seit diesen 13 Jahren hat sich sehr viel verändert. Also das erste Album, was ich tatsächlich von ihr gekauft habe, ist Fearless. Also ich bin offiziell in der Fearless Era Swiftie geworden. Das erste Debütalbum konnte ich mir damals noch nicht in Deutschland kaufen, 2009. Das hat meine Mutter in UK bestellt, obwohl es laut Wikipedia schon 2009 in Deutschland verfügbar war, war es einfach nirgendwo mehr auf Lager und nicht zu bekommen, weshalb meine Mutter dann das Debütalbum auf Amazon in UK bestellte und mich damit wahnsinnig überrascht hat, als es dann irgendwann auf meinem Tisch lag. Über die Jahre ist natürlich so mein Lieblingssong herangewachsen. Top 3 meiner Lieblingssongs sind einmal Mean von Speak Now, dann Blank Space von 1989 und von Lover wäre es dann Me. Das liegt ganz einfach daran, weil ich nicht weiß, ob man das erkennt, aber ich bin Rollstuhlfahrerin und der Song Me handelt ja davon, dass jeder Mensch einzigartig und liebenswert ist und dieser Song erinnert mich einfach daran, auch wenn ich immer von anderen Menschen leider heutzutage noch sehr viele Vorurteile zu hören bekomme oder sie auch Berührungsängste haben, erinnert mich der Song immer daran, dass jeder Mensch einzigartig ist und dass es auch gut so ist. Und genau deswegen ist es mein Lieblingssong. Kann vielleicht nicht jeder Swiftie nachvollziehen, aber wenn man meine Geschichte kennt, ist es vielleicht nachvollziehbarer als vorher. Und da wären wir auch schon beim nächsten Thema, nämlich mein Lieblingsalbum, was aus meinem Lieblingssong herauszuschließen vielleicht Lover wäre, was aber nicht Lover ist. Versteht mich nicht falsch, Leute, Lover ist ein sehr gutes Album. Ich würde so sagen, es ist in meinem persönlichen Albumranking sogar auf Platz 3, würde ich sagen, aber mein Lieblingsalbum ist Evermore, weil Evermore ist, erzählt sehr viel persönliche Geschichten und
da sind zum Teil Songs dabei, wie Ivy und "'Tis a Damn Season", die mich sehr bewegen und einfach auch persönlichere Geschichten erzählen. Und deshalb ist für meinen Geschmack persönlich Evermore mein Lieblingsalbum. Und womit wir gleich beim nächsten Thema wären. Ich freue mich natürlich so sehr, die Woche jetzt, die vergangene, war sehr turbulent bei mir, weil Taylor für den 21. Oktober ihr neues Album Midnights angekündigt hat, und die Swiftie Community ist schon sehr aufgeregt, und ich freue mich auch unglaublich drauf, neue Songs von ihr zu hören, weil es wird neue Vibes geben. Sie schreibt darüber in der Caption auf Instagram und auch so in der ganzen Album-Introduction, dass sie die Songs alle in 13 verschiedenen Nächten geschrieben hat, also um Mitternacht, deswegen auch Midnights. Und ich glaube, das Ganze wird sehr interessant und auch ein bisschen emotionaler werden, habe ich so den Eindruck, den es auf mich persönlich macht. Und ja, ich denke, wir freuen uns alle drauf. Wer freut sich noch? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, euch geht's gut. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder. Es gibt jetzt jede Woche Sonntag ein neues Video von mir, und das nächste Thema wird in meinem Video um Erwartungen gehen. Also mal so ein kleiner Deep Talk, so ein Zwischending zwischen Real Talk und Deep Talk. Ja, wie sich das Ganze so mit Erwartungen verhält im Leben und was sie für Auswirkungen auf uns haben. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mal ein Like da. Wenn euch mein Content bis jetzt gefällt, dann oder euch auch das nächste Thema interessiert, dann lasst mal ein Abo da. Und ja, wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder. Bis dahin, macht's gut, Leute. Bis bald.